Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von MTB News. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Trailbike bist, dann bist du hier genau richtig. Wir sind nämlich nach Südfrankreich gereist und haben 8 Allrounder gegeneinander getestet. Welches das beste Trailbike des Jahres ist, das erfährst du heute hier in diesem Video. Bevor wir so richtig ins Detail einsteigen und unsere Testeindrücke besprechen, will ich dir kurz erklären, welche Räder wir überhaupt dabei hatten. Kurz und knapp mit dabei das brandneue YT Jeffsy, super starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber wie schlägt sich's gegen die Konkurrenz? Ebenfalls mit dabei und ebenfalls brandneu das Canyon Spectral, jetzt mit integriertem KISS-System. Einziges High-Pivot-Rad im Test, das Norco Optik, gerade mal 125 mm. Mal gucken, wie es so gegen die Konkurrenz ist. Das einzige Alu-Rad im Test ist das Last Glen. Das Alu aber nicht gleich schwer sein muss, das zeigt Last mit diesem Trailbike. Ebenfalls mit am Start hatten wir das Cannondale Habit, sehr interessantes Carbonrad. Dann noch mit dabei ist das Santa Cruz Hightower, sieht aus wie jedes andere Santa Cruz, soll aber der perfekte Allrounder von den Kaliforniern sein. Und dann hatten wir noch das Propane Eugene, man könnte sagen, schon ein bisschen in die Jahre gekommen, dass das nicht so ist und dass es immer noch ein top aktuelles Trailbike ist. Das haben wir getestet. Und der letzte Kandidat in unserem Testfeld, das Orbea Occam LT mit einer super auffälligen Lackierung. Ob das Rad noch mehr kann, als einfach nur wild auszusehen, das haben wir getestet. Damit du auch zukünftig keines unserer Videos verpasst, abonniere einfach unseren Kanal. Wir machen uns gleich ans Eingemachte mit den Testeindrücken. Vorher möchte ich dir aber erklären, wie wir getestet haben, weil wir haben ziemlich viel Aufwand in unseren Trailbike-Vergleichstest gesteckt. Wir haben die Räder nämlich nicht hier vor Ort getestet, sondern sind nach Südfrankreich gereist, in die Nähe von Nizza nach Mondelieu. Ist ein kleiner Ort, sehr schön, super Wetter, also eigentlich perfekte Testbedingungen. Vor allem gibt es aber auch ziemlich coole Trails und wir haben uns einen Testtrail rausgesucht, der so ungefähr 500 Tiefenmeter hat und alle Elemente hat, die ein guter Trail zu bieten haben sollte. Also fluige Passagen, Sprünge, Steinfelder. Im unteren Teil ist der Trail auch wirklich so ein bisschen enger, steiler, verblockter geworden, wo man wahrscheinlich mit einem Enduro-Bike auch sehr gut aufgehoben wäre. Und was für uns auch wichtig ist, ist, der komplette Trail war shuttlebar. Also man konnte mit dem Auto wieder hochfahren, was wir gemacht haben. Wir haben natürlich auch alle Räder mal selbst hochpedaliert und haben Uphill-Fähigkeiten getestet. Das gehört ja zu einem Trailbike logischerweise dazu. Aber für unseren Test ist es eben auch sehr wichtig, dass wir möglichst schnell wieder hochkommen und viele Tiefenmeter machen können. Und dazu waren die Testbedingungen in Südfrankreich absolut perfekt. Wir sind die Räder im Back-to-Back-Ansatz gefahren. Das heißt, jeder aus unserer Testcrew, wir waren 5 Leute, die Räder gefahren sind, ist das Rad für einige Abfahrten und Uphills gefahren und ist dann aufs nächste Rad gewechselt. Wir haben natürlich zwischendurch alle Testeindrücke notiert und haben uns regelmäßig im Team ausgetauscht. Und der Ansatz bietet einfach für uns den Vorteil, dass man sehr, sehr schnell die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede und die Stärken und die Schwächen der jeweiligen Räder feststellen kann. Jeden Tag denselben Trail fahren und das 10 Tage lang ist ein bisschen langweilig, ist auch nicht das, was man sich unter einem Bikeurlaub vorstellt. Das haben wir natürlich in Südfrankreich nicht gemacht. Aber das hat eben für uns den Vorteil, dass wir irgendwann den Trail praktisch perfekt wie aus unserer Westentasche kennen und uns wirklich voll und ganz auf die Räder konzentrieren. Wir müssen uns nicht darauf fokussieren, was passiert jetzt auf dem Trail, was kommt hinter der nächsten Kurve, sondern wir können uns voll und ganz auf das jeweilige Testrad konzentrieren. Und genau deshalb haben wir diesen direkten Ansatz gewählt. Wir haben außerdem ein paar Sachen an jedem Rad standardisiert, was für uns den Vorteil bietet, dass so ein paar Störfaktoren rausgefiltert werden. Zum einen haben wir einheitliche Reifen verbaut aus dem Hause Goodyear. Und zwar die Goodyear Newton mit Enduro-Casing, also mit dicker Karkasse, wiegen ein bisschen was. Aber wir wollten eben uns aufs Fahrradfahren konzentrieren und nicht aufs Plattenflicken. Deswegen waren wir da lieber auf der sicheren Seite unterwegs. Und die Reifen zu standardisieren hat einfach für uns den Vorteil, dass der Reifen sich nicht aufs Fahrverhalten auswirken kann. Fühlt sich einfach an jedem Rad gleich an. Außerdem haben wir jeden Lenker auf eine Breite von 770 mm gekürzt. Du kennst vielleicht auch, ein Rad mit einem 800er Lenker fühlt sich komplett anders an als ein Rad mit einem 750er Lenker. Deswegen haben wir von vornherein gesagt, jedes Rad hat einen Lenker, der 770 mm breit ist. Und auf jedem Lenker waren Griffe aus dem Hause Ergon montiert, die speziell ergonomisch abgestimmt sind, damit sich einfach jedes Cockpit identisch anfühlt. Außerdem haben wir noch den nächsten Kontaktpunkt zwischen Rad und Fahrer standardisiert, nämlich den Sattel. Bequemer Sattel ist gerade im Uphill sehr wichtig und auch hier haben wir auf Produkte von Ergon zurückgegriffen. Außerdem ist jedes unserer 8 Testbikes mit einem Schutzblech von Unleashed ausgestattet worden. Klar, wir sind nach Südfrankreich gefahren, weil wir gutes Wetter haben wollten, aber die eine oder andere Pfütze war dann doch dabei. Und deswegen war es für uns einfach super praktisch, an jedem Rad ein gutes Schutzblech zu haben. Last but not least hat uns IXS ausgestattet mit Klamotten, Helmen und Protektoren, damit wir auf dem Trail nicht nur möglichst stylisch, sondern eben auch gut geschützt unterwegs sind.
Ich habe es eben schon gesagt, wir waren eine 5-köpfige Testcrew. Natürlich hatte jeder die Gelegenheit, das Rad perfekt auf die individuellen Bedürfnisse anzupassen, was so Lenkerhöhe angeht, was natürlich Reifendruck angeht, was das Fahrwerk angeht. Da ist ja jeder unterschiedlich, hat jeder andere Körpergewichte, andere Vorstellungen und so weiter. Das haben wir natürlich fortlaufend notiert und uns dann darüber ausgetauscht. So, und damit du jetzt erfährst, wie sich die 8 Bikes in unserem Vergleichstest geschlagen haben und welches der 8 Trailbikes unser Favorit ist, habe ich mir hier wunderschöne Unterstützung zu meiner Seite geholt und wir besprechen jetzt die Testeindrücke für dich. So, wie gerade schon angekündigt, habe ich mir hier Unterstützung geholt, nämlich Arne und Mitch. Wir haben gemeinsam mit noch 2 anderen Leuten die Räder in Südfrankreich getestet und tauschen uns jetzt über die Testergebnisse aus und ich würde sagen, bevor wir mit dem Vergnügen loslegen, widmen wir uns der Arbeit und das ist bei Trailbikes natürlich der Uphill, der ja auch dazugehört und wichtig ist. Und da können wir eigentlich schon mal vorne wegnehmen, so riesengroße Unterschiede gab es eigentlich nicht. Die haben alle auf einem sehr, sehr guten Niveau performt. Wie habt ihr das gesehen? Ja, würde ich auch sagen. Also ich meine, so wirklich rausgestochen, negativ hat keins. Im Endeffekt kommst du mit allen Bikes super gut den Berg hoch, mit dem einen vielleicht einen Tick schneller als mit dem anderen. Man muss dazu sagen, wir sind ziemlich dicke Enduro-Reifen gefahren auf allen Rädern und die machen das Ganze jetzt nicht unbedingt schneller. Ja. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass alle Fahrer da sehr gut performt haben bergauf. Schließe ich mich an. Also es gab jetzt kein Bike, wo du sagst, mit dem bin ich deutlich schneller berghoch unterwegs oder eins, wo du sagst, oh, hier muss ich ein bisschen mehr Körner investieren, um an den anderen dran zu bleiben. Also da gab es insgesamt jetzt keine eklatanten Unterschiede. Und da würde ich mich, wenn ich mich zwischen den Bikes entscheiden würde, eher an den Downhill-Fähigkeiten von den Bikes festmachen, als an den Uphill-Eigenschaften. Genau, also man kann eigentlich sagen, die Räder, die klettern alle gut bis sehr gut. Ja. Und deswegen kann man, naja, wenn alles sozusagen auf demselben Niveau ist, dann kann man sich eigentlich umso mehr auf die Downhill-Eigenschaften konzentrieren, was es uns natürlich ein bisschen leichter gemacht hat. Aber ja, man kann halt festhalten, die klettern alle sehr gut. Ich würde sagen, die Unterschiede, die haben sich so ein bisschen gezeigt. Das eine Rad war dann so ein bisschen antriebsneutraler, das andere hat vielleicht ein bisschen mehr gewippt. Aber ich finde auch, das ist eigentlich dank Lockout am Dämpfer überhaupt kein Problem. Beim Propane musste man relativ weit nach unten greifen, um den Lockout-Hebel zu erreichen. Dafür war aber auch der Hinterbau ziemlich antriebsneutral. Und wir hatten auch eine Gewichtsspanne bzw. einen Gewichtsunterschied von, ich glaube, 1,2 Kilo liegen zwischen dem schwersten Rad im Test, dem Canyon Spectral, und dem leichtesten Rad, das Last Glen, übrigens auch das einzige Alurad. Aber ich würde einfach mal sagen, diese 1,2, 1,3 Kilo, die merkt man jetzt nicht, wenn man einen Uphill fährt. Die merkt man eventuell am Ende von einer langen Tagestour, aber ich finde, man kann sagen, die Räder klettern alle vollkommen in Ordnung. Ja. Man kommt überall hoch, sind alle gut geeignet für eine lange Tagestour mit vielen Höhenmetern, vielen Tiefenmetern. Und das ist ja schon mal eine gute Nachricht vorneweg. Deutlicher gezeigt haben sich die Unterschiede, wenn es dann bergab ging, gerade auf unserem Testtrail, der ja alle Facetten zu bieten hatte, die so ein moderner Trail, moderner Downhill in Anführungszeichen bieten sollte. Fing oben an mit flowigen, schnellen Passagen, wurde dann verblockter, unten durchaus knackig, steil. Und da haben sich auch die unterschiedlichen Eigenschaften, unterschiedlichen Charaktere der Räder gezeigt. Was würdet ihr sagen, wo war da so die Spanne, was waren so die Extreme, die wir im Test hatten? Also wenn ich jetzt mal ein Extrem wählen würde, dann wäre das auf jeden Fall auch das Norco. Das war mit 125 mm am Heck und 140 mm vorne dann doch schon auf der einen Seite des Spektrums, also mit sehr wenig Federweg. Und das hast du dann vor allem gemerkt, wenn es ein bisschen rougher wurde, wenn es ordentlich geknallt hat auf dem Trail, dann fühltest du dich damit vielleicht ein bisschen underperformed manchmal. Und ich glaube, dass der Gegensatz dazu, so vom Gefühl her, war wahrscheinlich das Aubert, das sich so am Enduro-mäßigsten angefühlt hat. Das hat ja 160, 150 und das hatte Millimeter. Exakt, nämlich auch deutlich mehr Federweg und hatte grundsätzlich auch irgendwie diese Eigenschaft, diese eher plasche, eher, sattere Fahreigenschaft. Ja, und das waren auf jeden Fall die beiden Extreme. So würde ich sie persönlich ausmachen. Ja, fandest du den Unterschied zwischen den beiden Rädern sehr groß oder waren die schon vergleichbar miteinander? Also ich fand den Unterschied schon sehr spürbar. Das heißt, auf dem Aubert, da habe ich mich eigentlich direkt wohlgefühlt. Du konntest sofort krachen lassen. Es hat dir ein großes oder ein hohes Sicherheitsgefühl gegeben auf dem Trail.
ohne Eingewöhnungszeit. Beim Norco war es eher so, dass ich nach der ersten Abfahrt dachte, oh wow, also ich kriege hier ganz schön Feedback in die Hände und ich muss irgendwie zwischendrin am besten mal anhalten, weil wenn man den Trail komplett am Stück durchgefahren ist, war der auch schon relativ lang und wurde, desto weiter dich nach unten gearbeitet hattest, wurde er umso zorniger, sage ich mal. Also der war steil und ruppig, steinig und den Unterschied hast du definitiv gemerkt, dass du auf dem Orbea da im Endeffekt entspannt runterfahren konntest. Und auf dem Norco hast du arbeiten müssen am Ende. Ja, das Norco ist ja so, würde ich mal sagen, das besonderste Rad im Test. 125 mm Federweg, High-Pivot-Hinterbau. Jetzt ist es ja oft so, gerade im High-Pivot-Bereich, dass man sagt, das fühlt sich nach mehr an, als es auf dem Papier hat. Wie würdest du da das Norco einschätzen, Arne? Würde ich nicht unbedingt mitgehen, dass es jetzt wirklich mehr hat als diese 125 mm Federweg. Also für einen 125 mm Federweg fährt sich bergab auch schon richtig stark, wenn man das so in Relation setzt. Aber es fühlt sich jetzt nicht an wie ein 140er Bike zum Beispiel. Also da waren jetzt, Mitch hat ja gerade gesagt, das Orbea eher so Ende Spektrum, Downhill-mäßig und das Norco eher in die andere Richtung. Und wir hatten jetzt so in diesem 140 mm Federwegsbereich hatten wir halt dann richtig viele Bikes, also die auch sehr allroundig unterwegs waren. Eigentlich der große Block. Genau, das ist ja so, sich ja so relativ identisch und da waren eher so Feinheiten zwischen den Ja, das ist ja so im Trailbike-Bereich, würde ich jetzt sagen, das ist so der Sweet Spot, der sich entwickelt hat. 150 mm vorne, 140 mm hinten, 29 Zoll Laufräder, moderne abfahrtslastige Geometrie, so lässt sich eigentlich so die überwiegende Mehrheit unseres Testfelds zusammenfassen. Das ist so der Sweet Spot und klar, dann sticht das Norco mit seinen 125 mm und High Pivot da schon raus und ich finde, das hat sich tatsächlich nach ziemlich genau 125 mm angefühlt. Und das ist sicherlich ein sehr cooles Rad, wenn man die passenden Trails hat. Ja, es hat halt einen eher eingeschränkten Einsatzbereich meiner Meinung nach. Also eher untypisch für ein High-Pivot-Rad ist es eher zu Hause auf einem flowigeren Trail, der nicht so knallt. Und normalerweise, ich bin ja eigentlich auch High-Pivot-Fan, was das Konzept grundsätzlich angeht. Und die Fahrräder fühlen sich eigentlich wohler in roughen, in wurzeligen, in steinigen Segmenten. Und das kann ich jetzt bei dem Fahrrad so nicht unterschreiben. Das heißt, das war eher im oberen Bereich, im flowigen Bereich gut. Und ja, wir hatten einfach andere Testräder dabei, andere Bikes, die da deutlich besser performt haben, muss man sagen. Ja, ich finde ein Rad, was so in dem oberen flowigen Bereich auch richtig gut war das Last Glen, was mich sehr überrascht hat. Es hat zwar viel Federweg, aber hatte trotzdem so ein total direktes und agiles, spritziges Fahrverhalten, war dazu auch noch das einzige Alurad bei uns im Test, wo man eigentlich denken würde, Aluminium ist bestimmt eine ganze Ecke schwerer, war aber das leichteste Rad im Test. Wie fandet ihr das Glen im Vergleich zur Konkurrenz? Also ich persönlich fand das Glen grundsätzlich sehr gut. Es hat mich aber überrascht, dass ich damit so gut klargekommen bin, weil es auch mehr oder weniger das kleinste Fahrrad zumindest das, was die Stackwerte angeht. Also genau, also es hat sich zumindest klein angefühlt für mich, weil die Front ziemlich niedrig war, aber das haben wir natürlich auch angepasst über Lenker und Spacer etc. Es war sehr agil, sehr quirlig, am Anfang vielleicht sogar ein bisschen zappelig, aber das hat man dann natürlich in den Griff bekommen, indem man ein paar Sachen angepasst hat. Ja, im Endeffekt ein sehr verspieltes Rad. Durch auch eben kurzes Kettenstreben. Also ich glaube, es hat mit die kürzesten im Test, 430 mm, was schon ziemlich kurz ist. Ja, ich meine, da gehe ich eigentlich mit Mitch d'accord in den meisten Aussagen. Es ist ein ziemlich cooles Bike, es ist wendig, es ist direkt. Natürlich auch geringes Gewicht durch die ziemlich hochwertige Ausstattung, die Lars da dran gepackt hat, das darf man nicht vergessen. Und ist eigentlich ein Trailbike, wie man sich es vielleicht wünschen würde oder wie sich viele wünschen würden, einfach sehr agil, sehr schnell, im Ruppigen teilweise ein bisschen zu nervös. Also wenn man sich viel auf sein Fahrrad verlässt, ist man da vielleicht nicht ganz richtig beraten oder nimmt vielleicht die größere Größe. Genau, da standen wir so ein bisschen zwischen den Größen, beziehungsweise die Größenempfehlung von Last für uns wäre eher 185 gewesen. Das war uns aber auf dem Papier zu viel Reach, auch basierend auf unserer Erfahrung. Es hätte 500 mm gehabt. Deswegen haben wir uns für den 175er Rahmen entschieden, der dann eben diese Charakteristik hat. Aber ich fand es schon cool, dass es so ein direktes Fahrverhalten hat und es hat irgendwie extrem viel Spaß gemacht. Ja. Und wie du sagst, so wenn es schnell wurde, wenn es ruppig wurde, nicht das allerlaufruhigste Rad, dafür irgendwie hoher Fahrspaß, hohe Agilität. Definitiv. Und ja, war auch irgendwie cool, wenn man da nicht auf maximale Geschwindigkeit aus war. Genau.
Ja. Ich finde ein Rad, was sehr, sehr gut funktioniert hat, wenn man möglichst schnell war, was vielleicht so das racigste Rad in unserem Test war das YT oder wie Kollege Biernot sagt, das Young Talent. Ja, ich bin halt noch ein bisschen zurück in der Zeit. Ja. Arne, du bist das Rad ja schon beim Launch gefahren im letzten Jahr und bist jetzt nochmal gegen die Konkurrenz gefahren. Wie findest du, ordnet sich das Jeff C gegen die anderen Trailbikes im Test ein? Ich fand das Jeff C eigentlich so mit eines der besten Bikes, oder für mich persönlich war es eines der besten Bikes, weil es einfach halt mit einem ziemlich agilen Fahrverhalten wirklich, wirklich cool zu steuern ist. Man ist super schnell, du hast gesagt, es ist eines der racigsten Bikes in unserem Test und man fühlt sich einfach super schnell auf dem Jeff C. Der Hinterbau, man merkt so richtig, wenn man irgendwo durchpusht, dass der Geschwindigkeit generiert. Und die Geo passt für mich auch ziemlich spot on. Und ich sag mal, bis ganz nach vorne hat es nicht gereicht, weil es so ein bisschen straff ist teilweise. Aber sonst finde ich es ein richtig gutes Rad, was YT da gebaut hat. Ja, definitiv. Also kann man wenig bis gar nichts dran kritisieren. Außer für mich persönlich, also ich finde, man musste das Rad schon sehr pushen, damit es so wirklich zum Leben erweckt ist. Und dann war es richtig, richtig gut. Also ohne, dass wir jetzt irgendwie Zeiten genommen oder gemessen haben. Aber es war so gefühlt das schnellste Rad im Test, zumindest für mich. Aber ich finde, zu einem Trailbike gehört auch dazu, dass es bei langsamen Geschwindigkeiten oder wenn man halt nicht auf die Bestzeit bei Strava aus ist, dass es dann immer noch richtig viel Spaß macht und ein sehr gutes Fahrverhalten hat. Das habe ich beim YT in dem Bereich so ein bisschen vermisst. Aber das ist wirklich Meckern auf sehr hohem Niveau, würde ich sagen. Siehst du es ähnlich? Siehst du es anders? Ist definitiv ein absolut solides Trailbike. Meine persönliche Präferenz hat es nicht getroffen. Ich bin damit zwar auch gut klargekommen, ist alles gut gewesen, aber eben dieses etwas harschere Feedback des Hinterbaus, das hat mich ein bisschen gestört. Man muss natürlich dazu sagen, ich bin vielleicht auch ein bisschen schwerer, ich fahre einen höheren Druck. Ja, da verändert sich natürlich auch so ein bisschen die Kennlinie von so einem Dämpfer. Und ja, aber grundsätzlich kann man nichts dran aussetzen am Fahrverhalten. Es ist halt immer auch ein bisschen persönliche Präferenz, was man mag, wie sich ein Fahrrad fährt. Und in dem Fall habe ich einfach ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um damit klarzukommen. Ich habe viel an der Gabel vor allem auch noch rumgespielt. Ja, aber was man auf jeden Fall auch noch erwähnen kann, ist Preis-Leistung ist halt auch ziemlich gut. Ja, definitiv. Also da kriegt man eine wirklich starke Ausstattung, sehr, sehr gute Performance auf dem Trail zu einem gewohnt sehr fairen Preis von YT. Ja. Ein Rad, was natürlich auch preis-leistungstechnisch in der Champions League mitspielt, man kennt es nicht anders, ist das Canyon Spectral. Ist sogar noch einen Ticken günstiger als das YT mit einer anderen Ausstattung. Und ist ja überhaupt eines der Trailbikes überhaupt. Wie fandet ihr das Spectral im Vergleich zur Konkurrenz? Also es war mein erstes Bike im Test auf unserer Testrunde dort in Mandelieu. Und ich war von Anfang an eigentlich direkt begeistert. Also ich habe mich direkt wohlgefühlt. Es hat eher dieses leicht straffere Grundsetup oder dieses etwas agilere, straffere Gefühl, was aber sehr gut ankam, auch bei den anderen Testern. Und du brauchst keinerlei Eingewöhnung. Es ist effizient, also eigentlich in allen Lebenslagen, ob es jetzt im Uphill oder im Downhill ist. Und ja, für mich auf jeden Fall wieder ein sehr rundes und gelungenes Paket. Mhm. Siehst du das auch so? Ja, definitiv. Also genau wie beim Jeff C ist es auch so ein recht schnelles Rad oder man fühlt sich darauf recht schnell. Und es ist halt super effizient, bergauf, bergab und es funktioniert einfach alles ziemlich gut bei Canyon. Das sind wir von anderen Canyon-Bikes gewohnt. Das haben sie auch wieder mit dem Spectral super hingekriegt. Ja, würde ich auch sagen. Ich fand so ein bisschen, es war sehr effizient, aber ich fand es so ein bisschen komfortabler als das Jeff C. Das Heck auf jeden Fall. Ja, das Heck definitiv. Aber mit beiden Rädern, obwohl es die beiden schwersten Räder im Test waren, also sowohl YT als auch Canyon wiegen deutlich über 15 Kilo. Zumindest in der von uns gefahrenen Ausstattung mit den schweren Reifen. Ist natürlich für ein Trailbike schon nicht leicht, keine Frage. Aber trotzdem haben beide Räder ein effizientes Gefühl vermittelt. Definitiv, ja. Zwei Sachen, die man beim Canyon auf jeden Fall noch erwähnen muss, und wir fangen erstmal mit der positiven Sache an, das KISS-System, also die Lenkungszentrierung. Waren wir offen gesagt im Vorfeld so ein bisschen skeptisch, wie sich das so im direkten Vergleich zu den anderen Rädern fährt, weil das ist ja schon so ein recht ungewohntes System, wenn die Lenkung immer wieder zentriert wird. Hat uns aber in Nicht Frankreich tangiert. dann nicht weiter tangiert. Ne? Also ich persönlich bin es auf der leichtesten Einstellung gefahren. Du kannst es ja einstellen, direkt oben am Rahmen innerhalb von
wenigen Sekunden mit dem Multitool. Und ich bin in der leichtesten Einstellung gefahren und dabei hat mich eigentlich das Ganze überhaupt nicht tangiert. Also ich habe das mehr oder weniger, ich habe es wahrgenommen, ja, gerade im Stehen oder wenn du halt irgendwie hantierst mit dem Fahrrad, aber beim Fahren selber hat mich das gar nicht weiter beeindruckt. Wie war's bei dir? Ja, sehe ich auch so. Also ich bin es auch mit Vorliebe mit der leichtesten Einstellung gefahren, weil ich dann doch nicht so ein großer Fan bin. Aber wir haben jetzt sogar teilweise mal ein bisschen straffer geschaltet und in manchen Trail-Sektionen fanden wir es ja auch im strafferen Setting sogar besser. Ja. Es gab ja Abschnitte, die tatsächlich mit dem strafferen Setting besser waren. Aber grundsätzlich, dadurch, dass man es ausbauen kann, dadurch, dass es uns jetzt nicht tangiert hat, ist es jetzt eigentlich eine coole Ja, das sollte auf keinen Fall ein Faktor sein, der irgendwen in seiner Kaufentscheidung irritiert, weil du kannst es einfach relativ schnell ausbauen. Du kannst eine Abdeckkappe oben draufsetzen, damit ist die Geschichte eigentlich gegessen. Ja. Und sparst noch ein paar Gramm am Ende. Ja, ich war am Anfang auch irgendwie skeptisch, auch als ich gehört habe, Spectral gibt es jetzt nur noch mit KISS. Aber jetzt, nachdem ich es relativ viel auch gefahren bin und auch in Frankreich gefahren bin, stört es mich überhaupt nicht. Und wer die Vorzüge davon nutzen will, kann es machen. Also sehe ich da keinerlei Nachteile dran. Allerdings eine Sache ist uns mit dem Canyon Spectral passiert, die müssen wir erwähnen. Und zwar ist uns zu Beginn des Tests die Sitzstrebe gebrochen. Da schaut ihr am besten mal in den Artikel, den wir auf MTB News veröffentlicht haben. Da ist nämlich auch ein Statement von Canyon drin. Oder schaut in unser Einzelvideo vom Canyon Spectral. Es ist eine ärgerliche Sache, die nicht flächendeckend vorkommen sollte. Man geht von einem Produktionsfehler aus. Aber natürlich müssen wir es erwähnen, der Transparenz und der Fairness halber. Es war eine ärgerliche Sache. Wir konnten zum Glück sehr, sehr schnell Ersatz besorgen und konnten deswegen auch unseren Test fortsetzen auf dem Canyon Spectral. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht, aber natürlich können wir es hier nicht komplett ausklammern. Ein Rad, was ebenfalls genau in derselben Federwegsliga spielt, 150 vorne, 140 hinten, ist das Cannondale Habit. Also da haben wir eben wieder diesen Sweet Spot, wie ich es eben bezeichnet habe. Wie fanden wir das Habit und wie war das so im Vergleich zu Jeffsy und Spectral? Insgesamt im Vergleich zu Jeffsy und Spectral würde ich sagen, ein bisschen gemütlicher vom Fahrverhalten. Also das Cannondale ist auch ein Bike, wo man sich draufsetzt und fühlt sich direkt wohl. Das haben eigentlich alle Tester direkt gesagt. Es hat eine recht hohe Front, dadurch gibt es auch ein großes Maß an Sicherheit. Also man fühlt sich teilweise von der Geometrie her schon so ein bisschen auf ein Enduro-Bike gesetzt. Es hat allerdings jetzt nicht so den Drang, wirklich so richtig krass zu pushen oder so richtig schnell snappy in irgendeine Kurve zu fahren oder halt so ein bisschen racy unterwegs zu sein. Also das hatten wir jetzt auf dem Cannondale weniger. Ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, es ist ein super Allrounder auch. Ja. Also ich habe im Endeffekt mich oben im flowing Part des Testtrails wohlgefühlt, genauso wie unten, wo es ruppig wurde. Im ruppigen Bereich muss man aber sagen, da kommt man eher schneller an seine Grenze, gerade was den Hinterbau angeht. Ist jetzt nicht irgendwie grenzwertig gefährlich oder sonst was. Es ist einfach nur, du spürst, dass da halt irgendwann das Limit erreicht ist und das ist halt ein bisschen früher als vielleicht bei anderen Testbikes, die wir dabei hatten. Grundsätzlich muss ich aber sagen, es ist eine super solide Trailbike-Basis. Ja, ich finde es ganz interessant, weil ich würde sagen, da wo das Cannondale dann so ein bisschen an die Grenzen gekommen ist, nämlich auf den ruppigen Sachen, auf den großen Schlägen, das ist so der Bereich, wo das Jeffsy erst so richtig zum Leben erweckt ist und das Cannondale war eher so das, wo das YT vielleicht ein bisschen mich jetzt nicht ganz so begeistert hat, aber das Cannondale sehr, sehr cool, aber irgendwann hat man dann eben gemerkt, man hat eben nur 140 mm Federweg und da hat sich dann auch der Grenzbereich angekündigt. Ja. Gleichzeitig hat man aber eine Geometrie, die schon sehr an ein Enduro-Bike erinnert. Ich fand es aber eigentlich eine gute Kombination so, weil ein Trailbike soll ja auch ein bisschen Feedback weitergeben und man ist ja nicht zwangsläufig auf der Jagd nach einer Bestzeit und dann finde ich es auch in Ordnung, wenn man dann vom Rad dran erinnert wird, so nimm mal einen Ticken raus, bis jetzt nur auf. Ich fand es auch ziemlich gelungen. Auch die höhere Front kam mir halt natürlich ein bisschen entgegen als größerer Fahrer und ich habe mich auch ziemlich schnell, ziemlich sicher darauf gefühlt und deswegen ist es für mich auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute, die was suchen, was vielleicht ein bisschen abfahrtsorientierter ist für ein Trailbike, sich aber trotzdem noch agil fährt. Ja. Noch eine Ecke abfahrtsorientierter, wir haben es eingangs schon erwähnt, ist das Orbea Occam LT. Ist wahrscheinlich so das neben dem Canyon das krasseste Abfahrtsrad im Test, wobei, das revidiere ich, ist eines der abfahrtslastigeren Räder im Test mit 160, 150 mm. Dafür aber auch im Uphill sehr, sehr gut. Wie würdet ihr das Fahrverhalten vom Orbea insgesamt beschreiben? Also das Orbea ist auf jeden Fall satt. Ja. Es ist ein satt liegendes Fahrrad und das vermittelt dir irgendwie Enduro-Gene, würde ich sagen.
Du fühlst dich sehr sicher. Du springst aufs Fahrrad und gibst eigentlich Gas. Und das war schon erstaunlich. Und gerade dort auf unserem Testtrack, es war relativ lose, geröllig und so weiter. Ja. Und es war auch mein erster Tag dort auf dem Trail. Und ich hatte direkt eigentlich ein sicheres Gefühl auf dem Fahrrad. Und das war ziemlich dankbar auch für mich, um sich da erstmal einzurollen, zu fahren, war das Fahrrad eigentlich optimal, weil es einfach so satt liegt. Ja. Also das muss man schon sagen, die 10 mm mehr Federweg spürst du, plus eben noch die Geometrie, die abfahrtsorientiert ist. Also für mich ist das auf jeden Fall ein ziemlich balleriges Trailbike. Arne, wäre es für dich auch so ein Trailbike, was dich persönlich anspricht? Ja, auf jeden Fall. Also als Trailbike, vielleicht, wenn man ein Endurobike dabei hat, braucht man jetzt nicht das Orbea Orca-MT. Da ist dann irgendwie zu Genau. nah dran. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe vielleicht ein Downhill-Bike oder ich habe gar kein Bike, sondern so ein Bike für alles und sehe mich schon eher abfahrtslastiger, ist halt das Orca-MT ein richtig geiles Bike. Ja. Man muss jetzt sagen, so im direkten Vergleich fährt es schon richtig krass bergab, ist vielleicht aber nicht ganz so agil wie so ein paar andere von den Bikes. Also da muss man so ein bisschen Abstriche machen, was ja auch natürlich ist. Aber insgesamt ein richtig cooles Bike und mit dem MyO-Programm und Individualisierung hast du da schon super viele Möglichkeiten. Ja, das muss man auch sagen. Also so die ganzen Rahmendetails am Orca-MT sind echt sehr schön gelöst, richtig gut durchdacht. Sei es der Kofferraum im Unterrohr oder das integrierte Multitool oder die Rahmenschutzfolie, die serienmäßig dabei ist. Einen kleinen Haken hat es. Einen kleinen Haken, aber das möchte ich nicht sagen. Also man hat eben einen integrierten Vorbau sage ich, Steuersatz und leider keine Möglichkeit, die Kabel und Leitung auch durch den Rahmen zu führen. Das hat Orbea damit abgeschafft. Ja. Und somit bleibt ja halt keine andere Option, als das über den Steuersatz zu nutzen. Und ist meiner Meinung nach nicht ganz so glücklich gewählt. Weil integrierter Steuersatz, gut und schön. Ich meine, es gibt viele Leute, die mögen es, gibt aber, glaube ich, noch mehr Leute, die es nicht so gern haben. Ja. Und du hast einfach nicht die Wahl. Also wenn du das Fahrrad kaufst, musst du die Leitungen durch den Steuersatz legen. Und das ist für mich schon so ein kleiner Minuspunkt. Ja. Siehst du auch so? Sehe ich auch so. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Ich könnte drüber hinwegsehen, wenn es richtig gut gelöst wäre. Also wenn man wirklich Stealth-Bremsen hätte und man würde von den Leitungen nichts sehen, wäre komplett leise, würde nichts klappern. Bei uns war es nicht so schön verlegt, hat dann auch dadurch vorne geklappert. Und für mich hat es so ein bisschen das Schlechteste aus beiden Welten vereint. Also es hatte keine so aufgeräumte Optik und ist natürlich auch nicht so nutzerfreundlich. Und da hätte ich es natürlich ein bisschen schöner gefunden, wenn der Rahmen zumindest die Option gehabt hätte, die Leitungen durch den Rahmen zu verlegen. Und man kennt es ja auch von Konkurrenzprodukten von anderen Marken, ist es halt auch möglich. Also man kann auch einfach beides anbieten. Ja. Wer sich allerdings daran nicht stört und sagt, ob ich jetzt die Leitung durch den Rahmen oder durch den Steuersatz verlege, ist mir wurscht. Okay. Das Fahrrad grundsätzlich ist tipptopp. Das ist eben ein kleiner Minuspunkt, musst du halt haben. Ja. Der ist halt dabei. Ja, genau. Dann haben wir noch 2 weitere Räder im Test und die haben uns, würde ich sagen, besonders begeistert. Das eine schon ein bisschen älter und das andere hatte auch schon einige Kilometer und Tiefenmeter auf dem Buckel. Fangen wir an mit dem Propane Eugene. Das ist ja vor über 3 Jahren auf den Markt gekommen und wir haben sogar noch überlegt, sollen wir das Eugene nochmal in den Vergleichstest mit aufnehmen, weil es ist schon relativ alt und hat es überhaupt eine Chance gegen die moderne Konkurrenz. Und wir sind jetzt nochmal gegen die Konkurrenz gefahren und wir müssen sagen, ist nach wie vor. Es hat keinen Staub angesetzt. Es hat keinen Staub angesetzt, Also kann man es gut zusammenfassen. Das kann man absolut sagen. Ich war sehr überrascht. Es war mein erstes Propane Eugene. Bin diese Plattform noch nie gefahren und ich war direkt eigentlich begeistert. Das Einzige, was man sagen muss, der Anfang war kurz ein bisschen strange, weil es sich ein bisschen stelzig gefahren ist durch die hohe Front und vielleicht auch das hohe Tretlager. Aber nach 2 Abfahrten war es für mich auch wirklich eins der, sagen wir mal, Top 3 Räder mindestens. Und ich habe mich sicher gefühlt, es war poppy, es war laufruhig, es hat halt einen relativ langen Hinterbau, es hat 445er Kettenstreben, was im Test auch die längsten Kettenstreben sind. Und das allein führt ja schon dazu, dass du eine mehr balanced, also eine mehr zentrierte Position im Fahrrad hast und die hilft dir natürlich auch Grip aufzubauen an der Front und eben auch sicher im Fahrrad zu stehen. Also ich war schlichtweg direkt begeistert eigentlich und hatte viel Spaß auf dem Fahrrad, weil es nicht nur stabil war und eine gute Plattform geboten hat, auch in Kurven und Kompression, sondern eben auch
über alles hinweg, also ein guter Allrounder ist. Du kannst damit gut abziehen, du kannst damit super springen, du kannst damit in Kurven hämmern. Im Ruppigen unten lief es auch super. Ja, der definitiv. Hinterbau selber läuft sahnig, der Pro 10 Hinterbau. Ja. Also, Und du hast ja gerade gesagt, ich meine, gerade dir als sehr großgewachsener Fahrer kommt das lange Heck zugute, 445 ich finde mm. bessere Das Position. das bei. geht natürlich, also Kehrseite der Medaille ist dann so ein bisschen die Agilität, die darunter leiden kann. Andererseits finde ich, bietet der Hinterbau so viel Gegenhalt, dass das eigentlich auch nicht weiterhin Nö, für mich also gefällt. Also 445 ist ja noch irgendwo in so einem Bereich, wo ich sagen würde, das empfinde ich noch gar nicht als sehr lang. Ja, für mich, für eine Größe eh nicht. Und also ich hatte keinerlei Probleme, was Agilität angeht. Ich konnte damit super gut um Kurven fahren und hatte einfach eine schöne zentrale Position im Fahrrad. Ja. Und das war tipptopp. ja. Würdest du so unterschreiben? Ja, definitiv. Also das hat einfach tolle Fahreigenschaften. Bei den Details gibt es vielleicht noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial. Kabelklappern, der Kettenstrebenschutz könnte weicher sein. Der ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich finde, das merkt man da. Also als das Eugene damals auf den Markt gekommen ist, da fing es ja gerade an, dass jeder Hersteller so erstmals so einen gewählten Kettenstrebenschutz verbaut hat. Das kann man heutzutage sicherlich noch ein bisschen leiser machen. Aber so ansonsten gibt's. Ansonsten ist top und ich meine, man kann sich alles konfigurieren, du kannst dir individuell alles zusammenstellen, Ja. Ausstattung, Design. Außerdem Preis-Leistungs-Verhältnis ist ziemlich überragend. Ja, genau. Also auch durch den Konfigurator, aber eben auch dadurch, dass die Produkte generell bei Propane nicht so teuer sind und eine wirklich tolle Performance bieten. Propane Eugene, richtig guter Allrounder. Und damit für uns auch unser Tipp Preis-Leistung hier in dem Vergleichstest. Und dann haben wir jetzt zum Abschluss noch ein Rad, das uns von allen Rädern, die uns begeistert haben, noch ein bisschen mehr begeistert hat. Korrekt. Und zwar das Santa Cruz Hightower. Exakt. Ja, also was soll man sagen? Das Santa Wir Cruz können es Hightower. eigentlich abkürzen. Was kann dieses Rad nicht? Boah, was kann es nicht? Ich glaube, da wird es schon ziemlich eng und ziemlich schwierig, weil eigentlich kann es alles und alles ziemlich gut. Es ist ein super guter Allrounder. Also ich glaube, es ging allen Testern so, dass man draufgesprungen ist und man hat sich direkt wohlgefühlt. Man musste nicht ewig rumbasteln, rumfitteln, irgendwie Lenkerhöhe oder was weiß ich was anpassen. Es hat für alle gepasst, hat ein super neutrales Fahrgefühl. Also es ist weder zu steil, zu hoch, zu tief. Für mich hat es spot on gepasst und das ging auch den meisten anderen so. Also aus meiner Perspektive her ist es wirklich das rundeste Paket, was unsere Trailbike-Auswahl anging. Ja. Ja, ist definitiv der absolute Alleskönner, sage ich jetzt mal, in dem Vergleichstest. Da gab es keine Disziplin, die wir ausmachen konnten, wo es irgendwie schlecht oder auch nur mittelmäßig Ja, es ist gewesen nirgendwo wäre. abgefallen, genau. Ja, sondern es war immer wirklich gut. Und dazu, also du hast schon gesagt, super intuitiv. Also Ja. ich bin mir sicher, wirklich jeder, der auf das Rad steigt und schon mal Mountainbike gefahren ist, wird sich direkt zurechtfinden und kommt damit direkt klar auf Ja. Anhieb, ohne dass er irgendwas machen muss. Ja. Du hast einen Setup-Guide, die Details sind Santa Cruz-typisch richtig gut. Ja, da merkt man einfach, dass die ganzen Räder von denen über Jahre hinweg verfeinert werden. Auch was so die Geometrie angeht, es sind ja keine Extreme, aber es passt einfach alles sehr, sehr gut. Und man setzt sich drauf und fühlt sich wohl. Unser Testbike, das kam aus der Demoflot von Santa Cruz, dem hat man angesehen, dass es schon echt viel gefahren worden ist. Was ja auch ein gutes Zeichen ist, Ja. dass ein Fahrrad, was nicht im Neuzustand ankam und irgendwie extra vorbereitet wurde vielleicht, das war einfach im Gebrauchszustand immer noch tipptopp, kein Knarzen, kein nichts. Ja, Also das muss man auch nochmal herausstellen bei der ganzen Geschichte. das heißt nicht nur ein Rad, mit dem man viel Spaß hat, sondern mit dem man auch langfristig viel Spaß hat. Ja, Ja, und generell in unserem Test, also ich würde eigentlich sagen, alle Räder haben auf einem sehr, sehr guten Level performt. Wenn mir jetzt jemand sagen müssten würde, hey, du musst jetzt dieses Rad für den Rest des Jahres fahren, überhaupt gar kein Problem mit allen 8 Rädern in diesem Test. Aber Santa Cruz Hightower hat aus unserer Sicht alles am besten gemacht, hat das rundeste Gesamtpaket geboten, wenn man den Preis ausklammert, weil es ist sicherlich kein günstiges Rad. das ist wohl wahr. Aber wer auf der Suche nach der besten Performance, nach dem besten Gesamtpaket ist, nach dem besten Allrounder ist, dem würden wir das Santa Cruz Hightower empfehlen. Und deswegen ist es auch unser Testsieger in unserem Trailbike-Vergleichstest. Jetzt noch zum Abschluss. Frage an euch. Wenn ihr euch ein Rad aussuchen dürftet oder vielleicht 2 Räder aussuchen dürftet, was wäre eure Wahl? Geld spielt keine Rolle. Geld spielt keine Rolle, ja. Das kennen wir ja sehr gut. Ja, also auf jeden Fall in dieser Auswahl auf Platz 2 das Propane. Das Propane hat mich sehr überrascht. Super geiles Bike. Preis-Leistung ist tipptopp. Also mehr kann man sich kaum wünschen. Platz 1 wäre für mich eben auch der Gewinner, nämlich das Santa Cruz. Das Santa Cruz kostet vielleicht viel Geld,
aber es ist es auch wert am Ende. Also ich bin draufgesprungen, ich habe mich direkt wohlgefühlt, es checkt irgendwie alle Boxen und ich müsste daran einfach nichts mehr ändern. Also ich könnte das aus der Box fahren, Luft drauf und ab geht's. Deine Favoriten? Für mich ist es ein bisschen schwierig, weil irgendwie alle Bikes sind ziemlich cool oder die meisten Bikes sind richtig, richtig gut. Aber keins ist für mich so 100% perfekt, also jetzt für meine Bedürfnisse aktuell, was mir noch fehlt in der Garage. Und runtergebrochen ist Santa Cruz als Testsieger ist definitiv auch bei mir eine Top-Wahl, weil man einfach nichts falsch macht und jederzeit draufspringt und glücklich sein kann. Und sonst denke ich, das Orbea nehmen, weil ich das auch schon ziemlich eindrucksvoll fand, wie es bergab gefahren ist. Ja. Orbea würde ich mitgehen. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich meine, über die Lackierung kann man streiten, war jetzt nicht so dein Fall. Ich fand es irgendwie auch ganz cool und gerade so als ein Bike für alles, wenn man den Fokus schon sehr auf die Abfahrt legt, hat es mir viel Spaß gemacht und ich fand die Rahmendetails cool, wie wir schon gesagt haben. Kabelverlegung wäre für mich persönlich wahrscheinlich ein Dealbreaker, weil es meiner Meinung nach einfach nicht sein muss und weil die Konkurrenz echt richtig, richtig gut ist. Und ansonsten müsste ich mich auch entscheiden zwischen Santa Cruz und Propane. Und das wird definitiv keine leichte Wahl. Das war unser großer Trailbike-Vergleichstest 2024. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann poste die einfach unten in die Kommentare. Checke auch gerne unsere Artikel auf MTB News, die verlinken wir dir natürlich. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.